Liebe Zuschauer, willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Phänomen Anastasia. Wir fahren fort mit Band 1, Teil 3, Anastasia, Tochter der Tiger. Ich wünsche Ihnen interessante Minuten. Wir sind bei Teil 3 der Themenserie Das Phänomen Anastasia, Tochter der Tiger. Bei mir sitzt Herr Konstantin Kirsch. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Jetzt wollen wir uns über das Paradies unterhalten. Wie im Paradies. Das klingt gut. Das klingt gut. Was können Sie da erzählen? Was wird hier im Buch beschrieben? Ja, es wird ein Kapitel diesem Thema gewidmet, in dem Anastasia den Herrn Maigret auffordert, wahrzunehmen. Die Natur wahrzunehmen, die Pflanzen, die Tiere wahrzunehmen. Und sie merkt dann schon, dass er einfach eine eingeschränkte Wahrnehmung hat. Und damit er es besser wahrnehmen kann, bietet sie ihm an, dass sie ihre Hand ihm auf die Brust legt und dann ihren Herzschlag, ihren Rhythmus seinem angleicht. Und dabei entsteht in ihm eine deutlich erhöhte Naturwahrnehmung und ein sehr, sehr intensives Glücksgefühl. Er beschreibt es als ein Gefühl wie im Paradies. Und er bittet dann noch darum, bitte, bitte nochmal. Und sie sagt, ich habe doch meinen eigenen Herzrhythmus, das kann ich nur ganz kurz mal machen. Und da bekommt er eine Art Offenbarung, wie denn die Natur wahrgenommen werden kann. Haben das andere schon mal probiert? Haben Sie das schon mal probiert? Also ich hätte es probiert, wenn die Anastasia mich besucht hätte und mir mal ihre Hand auf die Brust legen würde. Also ich bin häufig in der Natur, ich lebe ja in einem Waldgarten und nehme mir immer mal wieder Zeit wahrzunehmen. Dann geht es weiter im Buch nach dieser paradiesischen Erfahrung. Wer soll den Sohn aufziehen? Also es ist wohl doch so gewesen, dass die sich enger gekommen sind und Anastasia schwanger geworden ist. Ja. Und jetzt wird darüber diskutiert, wer soll denn den Sohn aufziehen oder wo soll der aufwachsen? In der Beschreibung der Zeugung war er so in seiner Freude zu träumen, dass er sich gerne einen Sohn von ihr wünscht. Als es dann real erlebbar wurde für ihn so und dann, sie sagte, sie ist schwanger und es wird ein Kind kommen, dann hat er plötzlich dann die Sorge gehabt, soll der denn alleine da in der Taiga aufleben bei den wilden Tieren? Und wie soll das denn gehen? Kann sie denn in die Stadt kommen? Und da hat er richtig überlegt, ob er sie, wie auch immer, im schlimmsten Fall entführen müsste, damit das Kind doch eine ordentliche Schule, eine ordentliche Erziehung und das ist ein gewisser Konflikt und sie sagt dann eben auch noch, was ihm sehr wehtut, dass er erst innerlich gereinigt, geläutert sein sollte, bevor er sein Kind sehen darf. Das hat ihn sehr heftig mitgenommen. Er hat es auch gar nicht verstanden nach der Methode, wenn ich frisch rasiert sein soll, wenn ich saubere Kleidung anziehen soll, das weiß er, aber innere Reinigung, das hat ihn sehr durcheinander gebracht. Und wie ist es dann weitergegangen? Gibt es eine Passage, die heißt, es kribbelt und krabbelt? Oder der Beginn der Reinigung? Das ist in dem Sinne auch eine erst äußere Reinigung, die aber dem inneren Reinigen hilft. Es ist so, dass Insekten, wenn sie über die Haut krabbeln, Poren öffnen können. Und Anastasia unterstützt dann diesen therapeutischen Eingriff, ist meine Wortwahl, dass die Insekten, die Käfer über seinen Körper krabbeln und dann da bei der Hautreinigung helfen, weil wenn die Poren verschlossen sind, bleiben die Stoffe im Körper, die eigentlich ausgeschieden werden sollten. Und wenn die Poren geöffnet sind, dann geht die Ausscheidung besser. Das ist wie auch das Thema Barfuß im Garten, dass dann über die Fußsohlen auch Gifte abgegeben werden. So, sie sagt ihm nicht, was sie macht, bindet sie ihn fest oder wie? Sie hält ihn fest, sie ist sehr kräftig. Es ist eine Art Missverständnis. Für sie ist es sowas wie völlig selbstverständlich, dass das so funktioniert. Vielleicht wollte es sie ihm auch nicht verraten, weil er vielleicht Panik hätte, dass die Insekten kommen. Er kommt dann in eine andere Panik, und zwar, dass er richtig von Insekten aufgefressen werden könnte. Und dann wehrt er sich heftigst und lässt sie los. Und ich hätte so gedacht, hätte sie es ihm einfach simpel erklärt. Und vielleicht hat er wirklich zu viel Respekt gehabt. Hätte er es vielleicht gemacht, aber vielleicht hätte er auch gesagt, nein, auf keinen Fall. Und so hatten die Insekten zumindest mal ein paar Sekunden lang Zeit, um einen Anfang zu machen, einer Reinigung seiner Hautporen. Also wie kann man sich das so vorstellen, bei uns jetzt, wenn uns eine Mücke sticht oder wenn uns eine Ameise über den Körper
läuft? Hat es also seine Sinnhaftigkeit? Stechen die an bestimmten Orten? Oder? Es gibt dazu einige Beobachtungen. Also es gibt viele Menschen, mit denen ich da auch drüber schon gesprochen habe. Und es gibt einerseits die Beobachtung, dass es vorkommen kann, wenn man Insekten stechen oder beißen lässt und sie wieder von sich aus loslassen, dass dann fast keine Reizung kommt. Aber wenn man sie beim Akupunktureinsatz erschlägt oder abwischt, dann ist eventuell noch ein Teil von dem Organ drin, von dem Stachel, den Sie da pieksen wollten, dass Sie dann da einfach die Tiere darunter leiden, eventuell sterben und dass dann da auch eine rechte Reizung entsteht, weil auch körperfremdes Eiweiß im Körper dann drin steckt. Und ich habe auch einen Bekannten, der hat tatsächlich beobachtet, wo die Mücken oder die Bremsen ihn angreifen. Dann hat er das dokumentiert und verglichen mit den Meridianen, mit den Energielinien und dann geschaut, was heißt denn dieser Akupunkturpunkt an dieser Linie und merkte, oh, das war genau passend, das habe ich wohl gebraucht. Also sollen wir die Mücken und Bremsen nicht verscheuchen, sondern ziehen lassen im Prinzip oder ihre Arbeit machen lassen? Ich sehe das als Übung für Fortgeschrittene. Es ist aber durchaus was dran, dass die Natur uns auch auf diese Weise therapeutisch helfen kann. Es ist aber auch so, wenn die Therapie zu schnell ist, dann kann es einen Heilungsschock geben. Es ist ähnlich, wenn man zu sehr unterkühlt ist, dann sollte man auch die kalten Hände und Füße nur langsam auftauen. Und das Ähnliche ist auch bei Entgiftungen. Man kann sich auch bei zu schneller Körperentgiftung vergiften. Und wenn man, wie auch immer, mit sehr vielen Schlacken und Ballasten versorgt ist, wenig Ausleitung gehabt hat und geht dann in eine Landschaft, wo sehr viele Mücken hat, kann man eventuell ziemlich viel auf einmal abkriegen. Gehen wir mal weiter. Im Buch ist dann ein großer Bereich Träume erschaffen, Zukunft. Gut, das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, dass also das, was wir uns vorstellen, in Wirklichkeit dann auch passieren kann. Aber wie beschreibt Anastasia dieses? Ja, also wir kennen Phänomen? Ja, dass wir träumen und viele Menschen erleben Träume als Zufall. Es taucht halt ein Traum auf. Was er bedeutet, wird oft nicht verstanden. Es ist eher was Chaotisches. Und manche Menschen erinnern sich nicht an Träume, manche auch nur an ganz schreckliche Träume. Und es gibt aber auch Menschen, die sehr bewusst träumen können, das heißt sehr bewusst wahrnehmen. Und Anastasia geht noch weiter. Sie sagt, wir können Träume auch steuern. Und so, dass wir in dieser Traumwelt Handlungen vornehmen können, Entscheidungen treffen können. Wir können zum Beispiel auch denken an die Menschen in Australien, die Ureinwohner, die Aborigines, die die Traumwelt als reale Welt auch empfinden. Und die Anastasia geht da ähnlich darauf ein, dass quasi aus der bewusst gelebten, gesteuerten Traumwelt Aspekte kommen können, wo wir sagen, so stellen wir uns vor, das ist dann mehr die wachbewusste Vorstellungsgabe, so hätten wir gerne die Zukunft. Und dann wird es Stück für Stück Realität. Und man kann auch eine Sorge oder eine Idee, eine Frage bewusst mit in den Schlaf hineinnehmen, um dann dazu die Antwort zu träumen. Gibt es da Beispiele? Im Besonderen ihre Sehnsucht, dass die Menschen in der Natur leben. Das ist so ganz klar das Thema. Aber es ist natürlich auch ein Beispiel, dass diverse technische Errungenschaften erdacht oder gegebenenfalls erträumt worden sind. Es geht dann weiter, wo die Beschreibung Freude und Angst eine große Rolle spielt. Was kann man da dazu sagen? Ja, diese zwei Begriffe sind leicht verständlich. Sie hat manchmal in ihrer doch lyrischen Wortwahl Begriffe, die wir beim ersten Lesen denken, was meint sie denn damit? Sie bezeichnet dieses Kapitel mit den Worten Entrückung aus dem Zeitalter der Dunkelmächte. Und dann kann man erstmal stehen und denken, was meint sie denn damit? Und Dunkelmächte wird bezeichnet der Aspekt von Angst machen. Und was lichtvoll ist, ist zum Beispiel eher Freude. Und wenn man es ins Politische hinein betrachtet, gibt es Methoden, mit Angst Menschen zu manipulieren, zu steuern, Leitbilder zu verbreiten, bis hin zu Menschen in den Krieg zu hetzen, über Angstmache, Feindbilder aufzubauen. Und Freude ist eine ganz andere Methode, Menschen zu inspirieren. Wenn dann die Menschen in sich Freude haben, dann haben sie eine Begeisterung, dann sind sie glücklich. Dann können sie auch als Gruppe wohin streben, aber nicht in den Krieg, sondern in produktives, schöpferisches Schaffendes. Das wäre dann der Übergang zum starken Menschen.
Also es gibt da einen Bereich, wo also das beschrieben ist. Ja, sie hat einen interessanten Begriff für Unternehmer, die nennt sie die starken Menschen. Und sie hatte ein gewissermaßen trauriges Mitgefühl mit Unternehmern, weil diese Menschen oft sehr beschäftigt sind, sehr unter Druck stehen, sehr viel Verantwortung tragen. Wobei diese Menschen eigentlich prädestiniert sind, eine zukunftsweisende neue Welt aufzubauen, weil sie tatkräftig sind, sie können was machen, aber sie sind oft abgeschnitten von der Schöpfung, von der Natur und können dann nicht mehr fühlen. Die können die Inspiration, das Lichtvolle nicht mehr sehen. Ihnen wird auch oft Angst gemacht, sie haben auch mit diversen Ängsten zu ringen und sind dann mit Intrigen verwoben. Und sie hat gesagt, sie kann Kleingärtner sehr leicht erreichen mit ihrem Strahl, mit ihrer Gedankenkraft, aber bei Unternehmern ist es ihr oft sehr schwer gefallen, die überhaupt nur zu sehen, wahrzunehmen und die auch anzuregen, etwas Lichtvolles zu tun. Jetzt zum Abschluss dieser ersten Sendereihe, Anastasias Phänomen, Tochter der Tiger. Was kann man über Anastasia zusammenfassend sagen? Ja, sie ist ein besonderes Phänomen. Sie ist Repräsentantin einer besonderen Zivilisation, die in der Taiga in Harmonie mit der Natur lebt. Und auch wenn es erst mal sehr verwunderlich klingt, wie sie dort im Wald lebt, bringt sie in diesem Kapitel sehr schön die Darstellung, dass die Menschen, die die wertvollen Schriften, die heiligen Bücher, Bibel oder auch andere wertvolle Bücher uns gebracht haben, dass diese Menschen, diese, ich sag mal, Naturweisheit-Vermittler oder Religionsgründer, sich entweder in die Einsamkeit zurückgezogen haben, manchmal auch in der Wüste, aber vorzugsweise in die Einsamkeit des Waldes, weil man im Wald die Schöpfung richtig direkt lesen kann, die Schöpfungsgesetze, die Urtexte. Und sie lebt dort und geht nicht nur mal für 40 Tage oder eine gewisse Zeitspanne in einen Wald, sondern sie lebt dort, sogar ihre Vorfahren, über mehr als 1000 Jahre ist dort diese Kultur gewachsen. Jetzt ist sie aber doch schon mal in der normalen Welt gewesen. Also sie war in Moskau oder wo war sie noch? Diese Welt, die wir als normal bezeichnen. Ja. Genau, sie hat ihre eigene normale Naturwelt. Ja. Es wird geschrieben, dass sie in Moskau war und in Tomsk, aber auch an anderen Stellen taucht sie auf. Allerdings ist ihr Vorzug, dort nicht zu übernachten und sie nimmt ihre Verpflegung auch mit. Sie nimmt also zum Beispiel getrocknete Pilze mit, getrocknete Früchte, auch ein bisschen Zedernöl. Sie hat über ihre Gedankenkraft direkt die Reise dorthin schon mehrfach gemacht und ist aber auch real physisch hingegangen. Sie hat dann auch mal Beeren und Pilze verkauft, um Geld zu bekommen, um dann die entsprechenden Fahrtickets sich zu kaufen. Da sie keinen Pass hat, hat sie einen ausgeliehen von einer Dorfbewohnerin. Und die Menschen dieser Kultur sind es auch gewohnt, sich so kleiden zu können wie die Dorfbevölkerung, um nicht aufzufallen. In ihrer Naturheimat, in ihren Lichtungen, in dem Wald, da sind sie sehr angepasst, so getarnt angezogen, dass sie für den ersten Blick überhaupt nicht auffallen. Ja, zum Ende haben Sie noch ein schönes Zitat für uns. Ich habe eins, was auch wieder ein bisschen Ihre besondere lyrische Wortwahl zum Ausdruck bringt. Und wenn man es nicht sofort versteht, kann man es vielleicht nochmal in sich nachwirken lassen. Der Grad der Reinheit in Gedanken, Gefühlen und Empfindungen, der für die meisten Menschen charakteristisch ist, bestimmt ihren Ort des Aufenthalts im Weltall und auch die Zeit. Sehr schöner Abschluss, Herr Kirsch. Wir sehen uns zur zweiten Reihe und liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich auch nochmal. Liebe Zuschauer, das war der dritte und letzte Teil zu Band 1, Anastasia, Tochter der Tiger. Es geht in Kürze weiter mit Band 2, die klingenden Zedern Russlands. Herr Konstantin Kirsch wird uns hier unter anderem erklären, wie und warum eine Zeder klingen kann. Freuen Sie sich auf Informationen, die Sie so vielleicht noch nie gehört haben. Das war's für heute vom Lebensforum Wohlstand. Auf Wiedersehen.